Philipp, 1000 Dank. Mit OMR, mit dem Telemichel zettelst du hier in Hamburg ganz schön was an. Lass uns doch mal wissen, gibt es irgendwie so einen Moment, der dich da auf Innovation geboostert hat oder kam das durch einen Magic Moment? Was war bei dir ein Auslöser? Also bei mir ist generell so, dass ich ganz viel ziehe aus dem Gucken, was machen andere weltweit. Also ich glaube, das ist ja auch in der digitalen Welt total naheliegend. Du hast die ganze Welt at your fingertips und es geht darum, sich, glaube ich, das zu nutzen. Also und ganz viel Inspiration kommt, dass ich will nicht sagen, dass ich dann auch kopiere, aber einfach, dass man sich Impulse holt und guckt jetzt gerade im Fall des Messeturms, was machen Leute in Auckland, in Seattle mit Messetürmen. Da gibt es wahnsinnig abgefahrene Projekte mit Glasböden in den Türmen und das geht bei mir natürlich bei OMR genauso bei unseren vorherigen Projekten, dass ich, wenn ich nach Ideen suche, häufig gucke, was gibt es irgendwie, was verspricht mich an, was begeistert mich und dann überlege, wie kann man das irgendwie hier auf Hamburg oder auf meine persönliche Situation und Möglichkeiten adaptieren. Da entsteht relativ viel und ich glaube, das ist auch sozusagen moderne Ideengenese. Also wenn man an Philipp Westermeier denkt, denkt man natürlich an Online-Marketing, aber wir leben jetzt gerade in Zeiten von Corona. Gibt es für dich irgendwelche Lehren aus diesem, was uns gerade alle hier beschäftigt, die wir alle ziehen sollten, im Business wie in der Gesellschaft? Also ich glaube, was bei mir persönlich hängen bleibt, und wir waren natürlich auch herausgefordert wegen der Absage des Festivals und so, das ist generell eine Sache, die ich für mich immer wichtig gefunden habe, ist aus negativen Momenten oder ja, Rückschlägen das möglichst ins Positive zu drehen. Das versuchen wir jetzt hier auch auf größerer Maßstab sozusagen mit ganz vielen Leuten. Das klappt aber ganz gut und es geht ja ganz vielen so, dass sie versuchen müssen, aus einem Rückschlag, aus was Negatives, was Positives zu machen und dazu gezwungen sind. Und das, glaube ich, ist ein gutes Learning für viele und eine gute Übung. Und das Zweite ist, was mich irgendwie da bin ich nicht die Einzige, dem das aufgefallen ist, was auf einmal für Dinge möglich sind. Also während man nicht glauben konnte, dass es wirklich so Momente gibt, wo alle zu Hause bleiben, wo keine Flüge mehr gehen und all das war dann auf einmal so und dass dieser Spirit ein Stück weit erhalten bleibt, dass man auch jetzt im Sinne von Nachhaltigkeit, Klimaschutz ein paar Elemente dessen einfach beibehält und okay, das war da möglich, das muss jetzt auch möglich sein, wir sehen, es muss eine Verhaltensänderung her, die muss vielleicht nicht ganz so brutal hart sein wie jetzt bei Corona, aber generell, dass man sich traut, sowas zu machen und auch dagegen den Strich vorgeht, das halte ich für total wichtig, denn es gab ja über Jahre Situationen, wo uns, glaube ich, allen irgendwie ein bisschen nachdenken können, bewusst war, das kann nicht richtig sein. Also mein Lieblingsbeispiel ist 30 Euro oder 20 Euro Flug nach Mallorca, wo jedem, der ein bisschen was von Wirtschaft versteht, klar ist, das hat so viele negative externe Effekte, dieser Flug, die können da nicht eingepreist sein. Das ist scheiße, was da passiert und das sollte dann bestmöglich als auch eigentlich wiederkommen. Oder zumindest nur modifiziert wiederkommen, sagen wir es mal so. Du ziehst ja immer ein heißes Eisen nach dem anderen aus dem Hut und jetzt kommt der Telemichel. Kannst du uns schon ein bisschen verraten, was ihr da vorhabt im Team, was ihr da aufstellt? Also leider ist es ja noch ein paar Jahre weg, sozusagen, bis wir das eröffnen dürfen oder es eröffnet wird und wir dann da sozusagen uns ausleben können oder da mitmachen und die ganze Stadt auch irgendwie dazu einladen können. Insofern ist es doch ein bisschen schwieriger, aber was ich jetzt erlebe, ist, ganz viele Leute melden sich aktiv jetzt schon bei uns, obwohl es noch so weit weg ist und sagen, ey, ich hätte Ideen und wir wollen das machen, wir wollen schon was reservieren und so. Das ist natürlich super und genau das ist der Effekt, auf den wir auch setzen, dass halt wir nicht die eine Killer-Idee haben und sagen, genau das wird jetzt gefahren, sondern dass wir sozusagen die so ein bisschen kuratieren, aggregieren, wo sich halt Menschen und Verbände, Firmen melden können und sagen, das würden wir da gerne machen, wie geht das, wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, dass das in Gang kommt, das spürt man jetzt schon. Und ganz besonders ist mir das aufgefallen, auch gerade im Kulturbereich, dass jetzt durch auch irgendwie namhafte Künstler, nicht direkt, aber zum Teil auch über Umwege gemeldet haben, wo man sagt, okay, krass, kenne ich eine international prominente Künstler und gesagt haben, okay, da gibt es scheinbar jetzt die Möglichkeit, mit so einem Turm zu arbeiten. Ich hätte Bock, da irgendwas zu machen und da ein Zeichen zu setzen, auch in dieser Zeit vielleicht, in der wir leben. Und da überlegen wir gerade jetzt so, geht das, kriegt man das hin, ist das sowas überhaupt politisch sinnvoll, auch genehmigungsfähig und auch wirtschaftlich umsetzbar. Also ich glaube, da kommt in den nächsten Jahren eine Menge auf uns zu. Wir wollen versuchen, schon auch mit der Hilfe dieses Turms Hamburg irgendwie ein bisschen nach vorne zu bringen, klar. Also Hamburg nach vorne bringen, das ist ein super Übergang zu meiner nächsten Frage. Wo siehst du Hamburg? Wofür stehen wir und wie können wir uns weiterentwickeln? Also Hamburg ist jetzt schon extrem erfolgreich und ich lebe hier extrem gerne. Ich finde, die Stadt hat eine sehr hohe Lebensqualität. Das sieht man ja auch. Man will dann ja ein bisschen
jetzt auf einmal, wie sagt man, leiden unter dem eigenen Erfolg. Der Zuzug nach Hamburg, was ja wünschenswert ist und auch schön ist so stark aber, dass ich das Gefühl habe, wenn man nicht aufpasst, verändert sich hier ein bisschen was. Das sieht man schon an einzelnen Immobilienprojekten und auch an den Problemen, die der ganze Zuzug mit sich bringt. Preise, also meine Sorge ist, wie können wir auch gerade für 2025 und so die Sachen konservieren und auch weiterentwickeln, die Hamburg immer stark gemacht haben. Also auch ein Ort sein für Gegenkultur, generell für Kultur. Musik kommt aus Hamburg seit Jahren, irgendwie kommt national führende Musiker oder relevante Musiker im Rap in allen Bereichen kommen aus Hamburg. Medienmacher haben hier angefangen mit den Springers und Augsteins und Jaas und Bucerius und so. Und für mich ist es extrem inspirierend. Und die Frage ist, wie schafft man es, dass auch solche Arten von Business, Inhalte-Businesses, Kreativgeschichten jetzt nicht in diese komplette Immobilien- und Wachstumsveränderungen da begraben werden. Das ist für mich fast zumindest auf nationaler Ebene gesehen, eine größere Frage, als wie wird man national gesehen noch erfolgreicher, weil das ist ja echt super und ich glaube, wir müssen uns vor keiner Stadt verstecken. Bestimmt nicht und das geht ja auch richtig was ab in Hamburg und wenn ich das alles so mal mir vor Augen führe, was du da auch schilderst, dann ist auch die Frage, wo stehen wir 2025? Hast du da eine Idee, wie geht das weiter? Naja, also ich glaube, die Entwicklung ist jetzt ja gar nicht mehr so schwer vorstellbar. Wir sind ja schon da. Was ich gerade sagte, ich frage mich eher, wie kriegt man das moderiert, dass man diese Sachen, die jetzt aufgegleist sind, dass die nicht in eine Richtung fahren, wo man es ja auch zum Teil schon sehen kann, die nicht wünschenswert ist. Ne? Dass das dann einfach nur noch über eine Stadt wird für Wohlhabende. Ich glaube aber, die Weichen sind gestellt. Und es gibt ja auch Bereiche, wo Hamburg wirklich sehr, sehr gute Sachen jetzt schon macht im Bereich Mobilität. Glaube ich, Bewusstsein da, auch jetzt schon Aktivität da, die Stadt vernünftig aufzustellen. Auch jetzt, ich finde, was jetzt irgendwie im neuen Senat irgendwie überlegt ist, wie man sozusagen auch den Innenstadtbereich mobilitätsmäßig anders mal denken kann, das macht alles Sinn, ne? Da bin ich voll dabei. Ich tue mich eher wirklich schwer, vielleicht bin ich auch zu sehr Nostalgiker, mit wie kann man so ein bisschen auch was Hamburg über die Jahre ausgestellt hat, eher bewahren, als jetzt, was ist das nächste ganz, ganz große Ding, was kommt. Also der Turm kommt, ja, der wird auf jeden Fall hoffentlich ein bisschen was bewegen, aber der ist ja auch schon da, der muss jetzt ja nur noch inszeniert werden oder geöffnet werden vor allen Dingen. Nee, also ich habe da jetzt keinerlei ganz große Vision über das hinaus, dass es mir wirklich ein Anliegen ist, nicht sozusagen die Sachen zu vergessen, die Hamburg auch für mich attraktiv gemacht haben. Ich bin auch nach Hamburg gekommen aus dem Ruhrgebiet, weil mich diese ganze Welt, auch diese Redaktion, die es hier gibt, die Agenturen, die Kreativszene, die Kulturszene, hat mich hier mit hergelockt, mit den Köpfen, die damals sozusagen gestrahlt haben. Soweit, dass ein Typ aus Essen dachte, okay, da will ich auch gerne mit dabei sein. Und das, finde ich, gilt zu bewahren, weil so, sagen wir mal, tolle Immobilienbesitzer, die strahlen halt nicht so sehr. Ne? Die ziehen jetzt niemanden nach Hamburg, die verjagen eher jemanden. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Profiteure von jetzt diesem ganzen Zuzug. Da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man das ausgewogen steuert. Jetzt gerade mit Corona, ne, wo diese Szene ja auch richtig hart getroffen wurde. Letzte Frage, Philipp. Wenn du jetzt ab morgen König von Hamburg wärst, was würdest du machen, eine große Entscheidung, mit der du Hamburg nochmal weiterdrehst? Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich dieses Amt nicht habe, weil ich habe sogar das Gefühl, jetzt auch gerade mit OMR und dem Netzwerk, was wir so aufgebaut haben, kann man auf der Positivseite total viel gestalten. Ich müsste jetzt gar nicht König sein, um viele Sachen machen zu können und ich kann Leute fragen, wir haben auch Ressourcen, Partner, wir machen jetzt ja schon Sachen. Insofern, ich wäre eher abgeneigt, weil es auch so viel Verantwortung, so viele schwierige Themen dann ja als Gesamtverantwortlicher mit sich brächte, dass ich sage, okay, bräuchte ich gar nicht unbedingt, wir reichen die positiven Seiten. Philipp, 1000 Dank für all das, was du in Hamburg so anzettelst. Ich glaube, da spreche ich im Namen ganz, ganz vieler. 1000 Dank für das Interview und die Insights. Sehr gerne.